Große Schiffe kann ja irgendwie jeder kaufen, aber heute zeige ich euch was ganz Einzigartiges, was zwar etwas kleiner ist und man so eigentlich nicht kaufen kann, aber trotzdem irgendwie jeder von euch haben müsste. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, ja, ihr habt es am Thumbnail vielleicht schon gesehen. Wir sprechen heute gar nicht über ein Kobi Großkampfschiff im Maßstab 1:300, aber den Maßstab merken wir uns. Denn was ist die perfekte Ergänzung, die wir eigentlich bräuchten, wenn wir immer diese Großkampfschiffe bauen? Genau, einen Zerstörer, ein kleines U-Boot, einen kleinen Transporter, einen kleinen Tanker. Und genau das hat der liebe Stefan Fischer aus unserer Mitte kreiert. Findet ihr auf Rebrickable auch, aber er hat es noch besser gemacht. Angeleitet durch eine Facebook-Gruppe hat er 15 Sets zusammengestellt, eine tolle Anleitung auf den USB-Stick gepackt, die Steine organisiert, Go-Bricks und Lego und noch einen formschönen Karton drumherum gebastelt. Und fertig ist das Set des Begleitzerstörers, ist eines der berühmtesten Zerstörers überhaupt, der DE-413, der Samuel B. Roberts des Begleitzerstörers, der es sogar mit japanischen Großkampfschiffen aufgenommen hat und der sogar einige davon versenkt oder mit versenkt hat. Leider hat ihn dann auch eines dieser Großkampfschiffe dann Chaos gemacht. Dafür gibt es aber später die Faktenzeit, beziehungsweise bei den Detailfotos die Fakten, denn beim eigentlichen Speedbild werde ich nämlich ein Interview mit dem Stefan führen. Ein tolles ja, Community-Projekt, möchte ich mal sagen, aus unserer Mitte. Der Stefan ist Mitglied bei mir auf dem Discord, wie schon einige andere tolle Schiffdesigner. Und ich finde, so ein Zerstörer im Maßstab 1:300, der darf eigentlich nicht fehlen, wenn wir hier zum Beispiel die Enterprise oder die Missouri, Iowa und wie sie alle heißen, in Zukunft bauen. Und selbst im Hintergrund bei mir da oben die Yamato passt hier zur Roberts, denn die Yamato war bei der Schlacht von Leyte, beziehungsweise den Operationen bei Leyte, bei den Philippinen, ist eine Insel bzw. ein Golf, beteiligt gewesen. Hat auch wahrscheinlich hier diesen Zerstörer mit angegriffen. Der Zerstörer hat, habe ich gerade gesagt, 2 Kreuzer da versenkt, aber ich erzähle schon wieder fast zu viele Fakten, die wollten wir uns aufbewahren. Freunde, ich bin richtig heiß auf dieses Community-Projekt, richtig toll. Der Stefan hat sogar noch Geld draufgelegt für uns 15 Leute, also ihr könnt es so nicht kaufen, ihr könnt euch aber natürlich die Anleitung kostenlos auf seinem Rebrickable-Profil besorgen. Habe ich natürlich alles unten verlinkt und auch ein paar Videos zur Roberts. Freunde, aber jetzt gucken wir mal, was in diesem tollen Karton sich alles befindet. Ich bin gespannt und geladen wie eine Kanone auf so einen Begleitzerstörer. Ja, Freunde, da haben wir unsere USS Samuel B. Roberts hier auf dem Bautisch liegen. Das tolle Mock vom lieben Stefan, natürlich von der US Navy, eine John C. Butcher Klasse und ein Zerstörer, im Englischen Destroyer Escort. Er hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben in dieses Design. Finde ich auch cool, dieses typische braune recycelte Papier. Das kennen wir ja auch überall von verschiedenen Klemmbausteinfirmen immer mehr. Und er hat es hier noch bedruckt, finde ich richtig gut. Hier unten sehen wir dann das Schiff noch einmal, wie es in der Gänze länglich aussieht. Und hier hat er die Fakten drauf gedruckt mit einem Originalfoto. Gefällt mir richtig gut. Ihr bekommt die Fakten natürlich alle von mir später noch auf den Infocards. Und ganz cool auch, dass er geschrieben hat hier: The Destroyer Escort that fought like a battleship. Also der Zerstörer, der gekämpft hat wie ein Schlachtschiff. Ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, es müssen nicht immer die Großkampfschiffe sein. Gerade hier, das Schiff hat eine interessante Geschichte. Dazu später aber mehr. Denn ihr seht es ja hier schon, ne? Sie ist am 25. Oktober 1944 untergegangen in der Schlacht von Samar. Ja, dann haben wir natürlich hier unten auch noch mal das Schiff, aber viel wichtiger ist natürlich, was verbirgt sich in diesem Karton, der übrigens hier und da zu öffnen ist. Das seht ihr jetzt gleich nach einem schönen, bekannten Zaubertrick. Freunde, da haben wir unsere 12 Tüten, die hier im Karton verstaut waren, auf dem Bautisch. Grandiose Arbeit vom lieben Stefan. Vor allen Dingen, was ich gar nicht so wusste, dass wir hier die Typenklasse bauen können. Also das erste Schiff, nämlich hier die besagte, vorhin schon erwähnte USS John C. Butler, die DE 339
und natürlich unseren Samuel B. Roberts DE413, die Typenkennzeichnung bei der US Navy, haben wir hier vorne hier auf den Karton. Wir haben 12 Tüten, wovon einer halt der Stickerbogen ist. Bei so einer privaten Sache total d'accord, und generell bin ich ja auch eh nicht so ein Sticker-Anfeinder, eher sogar ein bisschen ein Verfechter. Ich kenne den Achim und so weiter. Deswegen ziemlich cool. Dann ein USB-Stick für die Anleitung und dann die restlichen Tüten mit Go-Bricks und Legostein. Da sieht man zum Beispiel, hier haben wir einen schwarzen Legostein und der Rest sind dann die Go-Bricks. Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gespannt ich bin auf diesen Destroyer-Zerstörer, auf die Samuel B. Roberts oder die John C. Butler. Ich habe da richtig Bock drauf. Ihr wisst, solche Community-Projekte unterstütze ich immer und bin der Erste, der hier schreit. Stefan kenne ich, ist bei uns auf dem Discord ein ganz toller Mensch. Aber ihr könnt euch jetzt mal euer eigenes Bild machen. Viel Spaß jetzt nämlich bei der Faktenzeit, wo ich schon mal spoilern kann, ist ein Interview. Fakten kommen nachher bei den Details. Mir jetzt viel Spaß beim Bauen und euch viel Spaß beim Interview. Speedbildzeit ist Faktenzeit und liebe Freunde, natürlich gibt es eine Menge zu diesem Schiff zu erzählen, aber ich finde, das könnte keiner besser als der Designer. Deswegen, lieber Stefan, magst du dich kurz meinen Zuschauern einmal vorstellen? Hi und gern. Ich heiße Stefan, bin 40 Jahre alt, Familienvater und von Beruf Lehrer. Stefan, warum dieses Modell, warum die Roberts, warum diese Klasse, warum diese Art von Schiffen? Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an, warum ich diese Art von Schiffen baue. Ich habe viele große Schiffe von Kobi und von Bluebricks im Maßstab 1:300, und als ich angefangen habe, andere Sachen zu machen, gab es in diesem Bereich, in dem Maßstab, eigentlich nur das Typ 7 U-Boot von Bluebricks. Und ich fand, für eine sinnvolle Flotte braucht man deutlich mehr Schiffsklassen als nur Capital Ships. Und dann habe ich angefangen, einen Fletcher-Klasse-Zerstörer zu entwerfen, weil ich mal die USS Cassin Young in Boston besichtigt habe, die im selben Museum liegt wie die wahrscheinlich viel, viel bekanntere USS Constitution. Dann war ein anderer YouTuber, der Oliver von OPB Panzerbricks, einer der ersten, der diesen Mock nachgebaut hatte, ursprünglich auch mal vorstellen wollte, aber Oliver macht leider seit über einem Jahr keine Videos mehr. Und Oliver sagte halt, wenn er das Video dann machen möchte, dann möchte er aber die Johnston als Vorlage nehmen. Und die Johnston ist auch ein Fletcher-Klasse-Zerstörer, der bei der Schlacht von Samar am 25. Oktober 1944 versenkt wurde. Wenn man sich mit dieser Schlacht beschäftigt, dann, ich will jetzt nicht alles erzählen, trifft man oder findet man eine der interessantesten Gefechte der Seekriegsgeschichte, weil sich eine deutlich überlegene japanische Flotte, unter anderem die Yamato, die Nagato, zurückziehen vor einem völlig unterlegenen Gegner. Also dass die Amerikaner diese Schlacht in Anführungsstrichen gewinnen, war, naja, sagen wir mal vorsichtig, sehr unwahrscheinlich. Also sie gewinnen aber nicht verlustfrei. Sie verlieren nicht nur die Johnston, sondern auch noch einen anderen Fletcher-Klasse-Zerstörer. Sie verlieren einen Geleitzerstörer, eben die Samuel B. Roberts, und ein Geleitflugzeugträger wird auch versenkt. Und das war eigentlich der Grund, warum ich die Roberts jetzt als nächstes gemacht habe, damit ich zu einer Johnston auch die Roberts dazugesellen kann. Wow, Stefan, danke für die schon ja fast Foreshadowing. Du hast ja schon fast alles erzählt, was ich gleich bei den Bildern noch mal ein bisschen erweitern möchte. Aber du hast in dem Oliver erwähnt von OPP Panzerbricks. Auch liebe Grüße an dich, Olli, falls du das hier siehst oder hörst. Leute, schaut mal auf seinen Kanal vorbei, auch wenn er ein bisschen gerade ja, Staub ansetzt. Aber er hat sehr viele tolle Reviews gemacht und ist auch so ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse und ich sage auch mal Kollege. Aber Stefan, viel wichtiger ist, wie lange hast du für dieses ganze Modell gebraucht? Damit meine ich jetzt nicht nur das fertige Zusammenstecken, sondern das Designen, die Konzeption, die Idee. Wie lange hast du da vor Sat.io gehangen? Wie lange hat es gebraucht, bis dieses Projekt so fertig geworden ist? Oh, das hat sich ein Weilchen hingezogen. Ende März ungefähr habe ich angefangen, das Schiff zu designen. Und als ich fertig war, habe ich meine Bauanleitung bei Repackable hochgeladen. Und dann habe ich anders als sonst nicht nur für mich Teile bestellt, das weißt du ja, Jürgen, sondern bei Facebook eine Sammelbestellung gemacht und habe insgesamt für 15 Sets die Teile in China bestellt. Das war Ende Mai, Anfang Juli. Danach musste ich nochmal ran an die, was heißt musste ich nochmal ran an die Bauanleitung? Nein, ein Community-Mitglied, und zwar Armin Breuer, hatte sich bereit erklärt,
für die Sammelbesteller einen Aufkleberbogen zu machen und ein Teil anzufertigen für die US-Flagge, was ähnlich dem Kobi-Teil für Flaggen ist. Und Armin hat auch die Custom Parts im Stad.io Designer gemacht, die ich dann in die Bauanleitung einfügen konnte. In dem Zuge habe ich auch noch mal ein paar Änderungen an der Bauanleitung vorgenommen, die sich aber dann nur noch auf die bereits bestellten Teile beziehen konnten. Also ich konnte jetzt ja nichts Grundlegendes mehr ändern, aber ich musste dann halt zum Beispiel die Bauschrittreihenfolge ändern oder Ansichten ändern, damit man überhaupt sieht, wo das beklebte Teil hinterher sitzen soll. Deswegen musste ich dann noch mal an die Anleitung ran. Ich würde sagen, so insgesamt hat alles 2,5 Monate gedauert. Ja, auch hier kann ich nur sagen, liebe Grüße an dich, Armin, falls du das hier hörst. Cool, dass du dieses Teil gedruckt hast. Cool, dass du diese Teile in Stad.io eingefügt hast. Und auch danke für diese Sticker. Den Armin, liebe Zuschauer, habe ich getroffen beim Community-Treffen. Das war ein richtig tolles Community-Treffen, gerade was Schiffe angeht, denn der Armin hat ein paar seiner tollen Exemplare mitgebracht. Schaut bitte unten in die Videobeschreibung, da werde ich alles verlinken, was ich vom Armin, vom Stefan finden werde. So, aber jetzt zum Abschluss, lieber Stefan, da kommst du nicht drum herum. Was können wir von dir noch in Zukunft erwarten? Was gibt es für zukünftige Projekte? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß schon, was mein nächstes Projekt ist. Ich bleibe bei Taffy Free, also bei der Seeschlacht von Samar und arbeite aktuell an der USS Gambier Bay. Das ist der Geleitflugzeugträger, der in derselben Schlacht versenkt wurde wie die Johnston und die Roberts. Und wenn ich damit fertig bin, möchte ich endlich mal zwei andere Museumsschiffe bauen, die ich besichtigt habe. Das ist einmal ein Gearing-Klasse-Zerstörer, die Joseph P. Kennedy Jr. und dann endlich ein Schlachtschiff, auch wenn ich gesagt habe, ich brauche kleinere Schiffe für meine Flotte, aber im gleichen Museum liegt das South Dakota-Klasse Battleship USS Massachusetts. Da würde ich mich gerne auch noch mal ranmachen und versuchen, so einen großen 1:300er Mock zu bauen. Wow, Stefan, da hast du ja einiges vorgenommen, aber ich finde es richtig klasse, dass du ein bisschen diese Timeline der Schlacht von Samar bzw. der Operation von Leyte mitnimmst und dass du dir auch dann am Ende doch noch ein großes Kampfschiff, die Massachusetts, ihr merkt schon, ich kann es nicht aussprechen, vorgenommen hast. Finde ich richtig klasse. Richtig klasse, aber auch, das war hier mit das längste Interview, was ich je auf YouTube geführt habe, innerhalb eines Speedbuilds. Stefan, dafür dir vielen lieben Dank und euch jetzt viel Spaß beim Rest des Reviews. 1,5 Stunden und 390 Steinchen später steht unsere Samuel B. Roberts, unser Begleitzerstörer DE413 hier auf meinem Bautisch. 1,5 Stunden ist hier ein Schätzwert, denn ich habe mit dem Designer und dem Robert und noch vielen anderen netten Menschen auf dem Discord zusammen dieses Set gebaut. Wenn man da nicht so abgelenkt ist vom Quatschen, kann man das bestimmt auch noch schneller bauen. Denn die Anleitung ist wirklich Zucker. Selten so eine gute Anleitung von einem mit Anführungszeichen Hobby-Mock-Designer gesehen. Und ich hoffe, dabei bleibt es nicht. Ich werde versuchen, da irgendwas zu machen, denn solche Sets müssen wir mehrere haben. Ob es normale Zerstörer sind, japanische, deutsche, ob es Kreuzer sind, italienische, japanische, amerikanische, englische, französische, keine Ahnung, italienische. Der Robert und die ganzen Leute auf meinem Discord, da gibt es mittlerweile ein paar, die können das richtig gut und auch sicherlich viele von euch da draußen. Und wir müssen solche 1:300 Sets passend zu unseren Kobi-Kampfschiffen, Großkampfschiffen unbedingt sehen. Und das ist jetzt hier einer der ersten Anfänge. Freunde, schaut bitte, bitte, bitte auf seinem Instagram-Profil vorbei. Und wenn ihr es auch haben möchtet, löchert ihn doch einfach, dass ihr auch so ein Set vielleicht fertig, so wie er es gemacht hat, in eure Hände haben könnt, wie ich jetzt. Es ist kein kommerzielles Projekt, es ist halt ein Projekt aus der Community für die Community. Deswegen, lieber Stefan, nochmal Dankeschön. Ihr habt ihn ja eben gerade im Interview gehört. Tolles Set. Über die Steine brauchen wir gar nicht reden, Freunde. Ich habe es euch gesagt, es sind Go-Bricks und Lego-Steine. Das sieht man auch. Klemmtechnisch hier wirklich überhaupt kein Problem. Bügelperlen haben wir ein paar verbaut, was richtig cool ist. Und wir haben eine tolle Bautechnik hier mit einem Hinge da auf der Höhe des Torpedowerfers, dass wir hier diese schräge, etwas keilige Form, deswegen haben wir auch hier diese kleine Lücke hinbekommen. Hier sieht man es vielleicht da. Ihr habt es auch im Speedbild gesehen, dass wir das ganze Vorschiff dann hier so drauf klemmen, damit wir diese schräge Form, dieses zulaufende auch
hinbekommen. Richtig toll ist auch das kleinteilige Bauen. Ihr seht es hier, dass wir auch so eine Beplankungsdesign, so eine Beplankungsart hinbekommen. Das Rettungsboot, die ganzen Geschütze, die zwei großen, plus die Abwehrbewaffnung für die Luftabwehr, beziehungsweise dann auch, ich habe es euch gerade schon gesagt, hier der Torpedorohr, beziehungsweise Torpedowerfer und hinten für die Depth Charges für die Wasserbomben. Also ein richtig tolles Schiff, von vorne auch oben der Mast, die Aufkleber, hier das Typenschild und die Fahne auch richtig toll. Und dazu muss ich was sagen, Freunde, denn es ist, habe ich euch jetzt schon wiederholt mal gesagt, ein Projekt aus der Community. Und da bekommt man selten dann so gute Aufkleber. Ich musste sie mir zwar selber rausschneiden mit einem Skalpell, aber das ist nicht weiter schlimm. Das habe ich noch aus meinen alten Bastelzeiten und von der Schule. Das Coole ist aber, dass wir hier sogar ein Stück Pappe vom lieben Stefan mitbekommen haben und ich somit auf der Pappe schon schneiden konnte. Also ich brauchte keine extra Unterlegplatte oder sowas, habe direkt darauf geschnitten und es ging wirklich perfekt. Natürlich hier Farbechtheit ist nicht ganz gegeben, aber nochmal, bei einem Community-Projekt ist mir das total Latte und ich bin ja sowieso, was Sticker angeht, eher ambivalent. Wenn ich da an die tollen Sticker vom Achim denke zum Beispiel, habe ich da absolut gar nichts gegen. Dieses Schiff ist super. Ich zeige euch nochmal von hinten hier die Schrauben, das Ruder, ganz tolle Bautechniken. Dieses Kleinteilige, der Stand, stabil ist es sowieso, weil wir es ja hier auf Techniknoppen haben, da. Also da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich weiß doch gar nicht, was ich euch da noch mehr zeigen soll. Ihr kriegt gleich nochmal richtig tolle Detailfotos und ich möchte einfach nur nochmal Stefan dafür loben. Denn ich habe einen USB-Stick bekommen, wo eine tolle Anleitung drauf ist. Den USB-Stick habe ich jetzt über, danke dafür. Und ich habe sogar noch ein paar der heiß begehrten Bügelperlen plus Applikator über, auch dafür danke. Und Freunde, ich möchte auch so ein Projekt in Zukunft mal umsetzen. Ich habe sehr viele graue Steine, da muss ich doch was machen lassen. Ich habe da auch einige Ideen. Der Stefan und auch der Robert auf meinem Discord haben sich schon bereit erklärt, mich da ein bisschen zu unterstützen. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust, so ein schönes Schiff im Maßstab 1:300 zu bauen. Ich möchte euch dann nur wirklich die Rebrickable-Seite hier von Stefan ans Herz legen und die Instagram-Profile von ihm und von Robert und den vielen anderen tollen, talentierten, mehr als talentierten Mockern, wenn es um Schiffe in diesem Maßstab geht. Und ich freue mich total, irgendwann die Yamato und die Enterprise neben jetzt hier diesen schönen Begleitzerstörer mal bei mir auf dem Regal stehen zu sehen. Schreibt mir bitte mal eure Meinung zu dem Schiff, zu diesem Community-Projekt unten in die Kommentare. Lasst dem Stefan einen lieben Gruß da. Es ist eine einmalige Aktion gewesen. Ohne kommerziellen Hintergrund für die Community, ich wiederhole mich da gerne, finde ich richtig klasse. Sowas unterstütze ich gerne, da kennt ihr mich, meine Freunde. Ja, wie gesagt, ich gebe euch jetzt nochmal ein paar Detailfotos, denn das Schiff hat es einfach verdient. Und dann gibt es zum Abschluss nochmal ein paar schöne Worte rund um dieses tolle Projekt. Ja, Freunde, während ihr hier nochmal ein paar Detailfotos bekommt, bekommt ihr von mir noch die versprochenen Ergänzungsinfos. Die USS Samuel B. Roberts DE-413 war ein Geleitzerstörer der John C. Butler-Klasse der United States Navy. Das Schiff, das nur knapp 6 Monate bei der US-Marine im Dienst stand, wurde vor allem für seinen Einsatz während der Seeschlacht vor Samar bekannt, während der es am 25. Oktober 1944 sank. Das Schiff erhielt seinen Namen vom Steuermann der US Navy Samuel Booker Roberts Jr., der in der Schlacht um Guadalcanal 1942 heldenhaft bei einer Rettungsmission starb. In der Seeschlacht von Samar, während der Operationen rund um die Rückeroberung der Philippinen, griffen die Zerstörer und Geleitzerstörer der Task Unit 77.4.3, auch Teffi 3 genannt, die schweren japanischen Einheiten so kühn und aggressiv an, dass diese von mehreren schweren Kreuzern ausgingen. Dabei war dies eigentlich nur ein Versuch gewesen, die Geleitträger der Kampfgruppe in Sicherheit zu bringen. Der Geleitträger Gambier Bay lag allerdings unter direktem Beschuss der japanischen Kreuzer, die inzwischen auf kürzester Distanz herangekommen waren, so dass sogar die einzelne 127 mm Kanone des Trägers in das Gefecht eingreifen konnte. Die Zerstörer von Teffi 3 versuchten immer wieder, die Träger einzunebeln und so dem gegnerischen Beschuss zu entziehen. Außerdem fuhren sie, nachdem ihnen die Torpedos ausgegangen waren, zahlreiche Scheinangriffe auf die japanischen Einheiten, nur um dann einen Schuss aus ihren Geschützen abzugeben.
Trotzdem sank der Träger im Verlauf der Gefechte am Ende. Ebenso aber auch die im Gefecht beteiligten japanischen schweren Kreuzer Chikuma und Shokai, die von der Roberts beschädigt wurde und dann später von Trägerflugzeugen final versenkt wurden. Die Roberts verschoss im 1:1 Gefecht mit der Chikuma alles an Munition, was das kleine Schiff hergab, darunter sogar Nebel-, Feuerwerks- und Übungsmunition. Der Kanonier des Heckturmes, der Maat K., fragte noch in seinen letzten Minuten sterbend im zerstörten Geschützturm am Heck den Kommandanten bei der Hilfe zum Laden noch einer weiteren Granate. Dabei hatte er im Rahmen des Gefechtes schon über 325 Granaten verschossen. Im Juni 2022 wurde das Wrack von einem Expeditionsteam um Victor Vescovo vor der Küste der Philippinen bei Samar in einer Tiefe von 6.895 Metern gefunden. Damit ist die Samuel B. Roberts das zu diesem Zeitpunkt am tiefsten gelegene identifizierte Schiffswrack der Welt. Ja, Freunde, es gibt Sachen, die mag ich an solchen Videos überhaupt nicht. Und zu diesen Punkten kommen wir jetzt. Das ist nämlich das Ende. Ich habe eigentlich Lust, jetzt hier eine ganze Taskforce zu bauen. Dieses Set am liebsten nochmal bauen. Ich habe mir noch einen Aufklebersatz, habt ihr gesehen. Eine wirklich tolle Arbeit. Und natürlich gibt es hier nichts zu meckern. Das ist ein Community-Projekt, das ist ein Freund, das ist ein Set direkt aus der Mitte unserer Blase. Deswegen gibt es hier nichts zu meckern. Deswegen bin ich wunschlos glücklich. Die besten 40 Euro, die ich jemals in ein Klemmbaustein-Set investiert habe. Denn es hat mir nur positive Sachen beschert. Euch auch hoffentlich ein positives Video. Ein Video mit tollen Fakten rund um dieses Schiff, beziehungsweise die Schlacht von Samoa oder die tiefsten Wracks der Welt und. Es gab also eigentlich für jeden etwas. Jetzt nur nochmal der Appell an euch da draußen. Schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Profile vom Stefan. Die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Also, jetzt entlasse ich euch in diese warmen Gezeiten, sage ich mal. Aber vielleicht ist so ein Video über das kalte Nass dann eine ganz gelungene Abwechslung. In diesem Sinne, Freunde, ahoi, euer Freund der Blockstar. Auf Wiederbauen.